passt zu meinem heutigen Tag hier irgendwie. Okay. Speicherplatz. Okay, WASD ist klar. E, R. Also kriechen können wir auch mit Control oder C. Rennen tun wir mit Shift, wie bei einem Action-Spiel. Interagieren mit der linken Maustaste. Okay. Inventory mit I, das ist klar. Diary, okay. Aim mit rechter Maustaste oder Tür halten. Okay, Aim, also haben wir wahrscheinlich auch eine Pistölchen. Gucken wir mal rein. So, is it all true? What have you heard already? That illness. Stop. It thickened the bones. It accelerated the healing process and tissue regeneration. Is that all true? Every word. But if that's what it was doing... Wartet mal, Leute. Ich hatte eigentlich auf Deutsch umgestellt. Wenn, dann will ich das auch in Deutsch haben. Wenn schon... Gut, dann schauen wir mal rein, was das für ein Spiel ist. So, is it all true? What have you heard already? That illness. It thickened the bones. It accelerated the healing process and tissue regeneration. Is that all true? Every word. But if that's what it was doing, why call it an illness? The Lepidopterans made a nest out of the human body where they could eat and multiply. An illness is what it is. But then, Where do you want me to start? from the beginning. I'm old, Mr. Manny. My memory is not one of my strong points. Well, for example, why do they call you Madam Svenska? A name is just a trace. It is our business card, our identifier. It presents us to the world. But does it tell our story or really describe who we are? I swear I know 3 or 4 idiots with the same exact name. Well, yes. But we are not made of that name. It is given to us. Other people choose it for us, whether it suits us or not. It doesn't tell us who we really are. That name will not give us any answers. It is only through growing old that we become the answer to the questions of our childhood. And living in Sweden the last 30 years has definitely inspired this affectionate moniker. And so, Madam Svenska, it is. And yet you come back to Italy. Why? Because I forgot. But I also forgot that I had promised to remember. Tell me. Please excuse me. Sometimes my memory needs to be jogged. There's always been a song that, as well as the name you refer to so much, has labeled my whole life, has given it a name, and it's from a name. If you can believe how bizarre and sometimes unbelievable my confused memories are to describe. Die Grafik sieht schon mal nice aus. All this began. Missing. Kinder verloren. Verschwundene Kinder. Ich traue mich gar nicht wegzudrücken, falls noch was kommt. Ich werde es am besten durchlaufen lassen. Weil ich vermute immer noch, dass irgendeine Szene vielleicht kommt und da war ich Schiss, die wegzudrücken. Nicht, dass wir irgendwas verpassen und wir uns hinterher in den Arsch beißen. Oder sollte ich wegdrücken? Mal gucken. Scheint aber nur Intro zu sein. Probier einfach mal, oder? Okay. Ganz gut gewesen, dass ich es nicht gemacht habe.
Italienisch kann ich leider nicht. Könnt's auch mal putzen, das Auto. Chris Devil. Feels like it's gonna rain again. Jo, bei uns regnet es auch gleich wieder. Okay, also Grafik ist schon mal nett gemacht. So, Rennen haben wir drin. Rauchen können wir noch nicht. Kann ich jetzt nicht machen. Ich gucke mir mal das Schild an. Ah, da kann ich sogar anklicken. Das ist schon mal gut. Vermisst seit Donnerstag, am 14. Oktober 1971. Letztes Mal gesehen um 16 Uhr am Kinderspielplatz in ... Geburtsdatum 8. Februar 58. Weiblich, weiß, 13 Jahre alt, hellblond, blaue Augen. Zuletzt, blablabla, weißes Kleid mit Schleifen und weißen Schuhen. Personen, die etwas gesehen haben, werden gebeten... Okay. Gibt's eine Karte? Ne, gibt's nicht. Gehen wir erstmal den rechten Gang lang, würde ich sagen. Laufen wir mal rechts entlang und wenn nicht, gehen wir gleich links rum. Aber ich glaube, hier sind wir schon richtig, so wie sie uns hingestellt haben. Sonst hätten sie uns ja andersrum hingestellt. Das ist ein altes Anwesen. Hier kommen wir aber nicht rein. Laufen wir weiter. Hier sind überall Zettelchen auf dem Boden. Können wir einen auf Tom weitermachen? Okay, da ist noch was. Skiers. Schnipp, schnapp. 1971, 31. Oktober 1971 im Kino. Okay, aber sind wir doch falsch hier. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Auch die andere Seite lang. Da ist noch was. Ah, nee, ist eine Lampe. War die eben doch schon an? Hm. Okay. Bei mir ist hier Feuerwerk in Berlin. Okay. Bin gespannt, was auf uns zukommt. Ich weiß noch gar nicht, um was es hier geht. Ich weiß bloß, dass der Trailer recht cool war. Was? Eine Fehlermeldung im Hintergrund? Hm, egal. Komisches Spiel. Ich fühle mich im Innern, ich fühle mich immer beängstigt, wenn ich starte und okay, mit Spiegeln schaue, okay. Notar. Who is it? Yes, hello. I'm Dr. Reed from the Santa Margarita Institute. I'm sorry, but Mr. Felton is no longer a patient. I know. This is why I'm here. Hello? Anyone? Okay, sehr sympathisch. Macht uns nicht die Tür auf. Wir werden uns einfach selber hineinbegeben. Kein Sound. Oh, ist das Mist, ey. Wieso geht denn der immer in den Desktop zurück? Gucken wir uns erstmal im Garten hier um. Gelange ins Haus. Okay, also erstmal ins Haus gehen. Ich glaube, ich muss gleich nochmal starten. Das Spiel spackt hier gerade ab mit meiner Maus, mit meinem Mauszeiger. Ist echt nervig.
In der Mitte verschwindet es. Ich sag zum Kotzen. Lass die Mauszeiger erstmal da für den Moment. So, wir sind jetzt im Haus. Nee, noch nicht. Kommen wir da rein? Ja, bestimmt, oder? Hello? The gate was open. Are you there? Komische Hello? Tür klopfen. Is anyone there? Abgeschlossen. Gucken wir uns einen anderen Eingang. Vielleicht ist irgendwo ein Fenster nicht offen. Schauen wir mal nach. Vielleicht ist irgendwo ja ein Fenster offen. Okay, sieht schon krass aus. Alles vergittert. So absolut düster hier alles. Cool. Die gerät richtig außer Atem. Okay. Jumpen können wir nicht. Jedenfalls jetzt noch nicht. Liegt hier was rum, was ich brauchen kann? Nee. Hier ist nichts. Ah, da kommen wir bestimmt rein, oder? Krasse Statue. Oh, ey, ist doch zum Kotzen. Ziemlich angsteinflößend. Ja, ist schon eine komische Statue für den Garten. Jetzt ist er wieder Maus weg. Sehr seltsam. Verschwindet der Mauszeiger am laufenden Band hier. Jetzt ist er wieder da. Ich werde ja auch her. Kommen wir hier rein? Wie sieht so aus? Oh krass, da hinten. Yes? Good evening. I Miss am. Reed, you already told me at the intercom, and as I already told you, Mr. Felton is no longer a patient at the Scientific I know. Institute. I came here voluntarily, outside the Institute. So what do you want? I am personally re-examining your case. Causes, reagents. I strongly believe there are alternative ways and probably other experiments that are worth a try. I am fighting with the Institute to recognize there are other adequate remedies for your husband's Oh, pathology. no, please. I'm just assisting him. I'm his nurse. I didn't know. It's okay. I suppose you want to talk to him. Thank you. I apologize for the darkness, but Mr. Felton's sight has been damaged and immensely compromised because of the disease. Anyway, I am Gloria. Oh, and please, refrain from smoking inside. Mr. Felton hates the smell of smoke. Sorry. Okay, wir sind so ein bisschen im Haus drin. Das ist schon mal wichtig und cool. Mal schauen. Errungenschaft. Please, The this Arrival. way. Oh, ist das düster hier. Bad habit. Smoking? Yes, such a shame. You should quit. You have no idea how bad this is for you. Not only for your health, but it's also very expensive. Money and time wasted. I have so much to do every day. I couldn't waste time with such a bad habit. Do you assist Mr. Felton all day? Oh no, from midday to 8 p.m.
Then I go back home. I live near here. If needed, he can contact me with a pager, but that's not often. His wife takes care of him when I'm off. What can you tell me about her? I met her just a couple of times. She's usually out or locked in her bedroom when I'm here. Let's say they don't seem to get along. I didn't know. But, you know, when she's home, she listens to the same music, the same song. Ich verstehe hier kaum. Ich kann doch nicht mehr hinrennen. Das ist ja ein krasses Haus. Schweineduster, wahrscheinlich wegen seiner Krankheit da. Gruselig gemacht hat die Bude. This way, please. Mr. Felton will be here in a few minutes. Okay. Okay. Gleich steht er ganz schlagartig hinter ihr. Okay, wir können uns so lange umgucken. Das Bild da vorne. Die Krönung der Jungfrau. Die junge Frau starrt sprachlos in den Himmel und ein Lichtstrahl trifft sie. Aber das stimmt nicht. Vom dunklen Himmel zieht ein Sturm auf. Mit scheußlichen Händen von unbekannten Kreaturen. Durch das Bild fühle ich mich unwohl. Wow. Okay, das ist das nächste Bild. Insekten. Notar, Patron, Unternehmer, sogar. Okay, Entomologe. Bin gespannt, was hier auf uns zukommt, ey. Muss auf jeden Fall was Horrorartiges sein. Bin schon sehr neugierig. Da bin ich schon schweineneugierig, was das hier wird. Das Einzige, was mich nervt, das laufend irgendwie in den Hintergrund rutscht, das Spiel. Es nervt mich ungemein. Ganz schön neugierig, die Frau. Sammelgegenstand eingesammelt. Okay. Wir haben zumindest schon mal Do you believe in God, miss? Well, it would be too easy, wouldn't it? I believe in people's willpower. Everything else is not God, but an aptitude for mankind's cruelty. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. When you're worn out from an incurable disease, you start having some doubts. Why is there so much life in such small but lethal creatures? An arbiter, that's all we For need. what? It's wrong and crazy. It's human nature. That same nature in which we are equals to those ants eating each other. But, pardon me, I forgot my manners. Please, sit down. Dr. Reed, I suppose? Sorry, Mr. Felton. Pleased to meet you. So you already met Gloria? Yes, she let me in. She's a great reference, extremely hardworking, but back to us. I don't recall seeing beautiful doctors like you at the Institute, Dr. Reed. I am flattered, Mr. Felton. I arrived at the Institute just a few months after you left. And you left because? Inadequacy of the sanitary treatments within the structure. That's right. And in a few words? In a few words, they didn't know how to treat my case, and they left me there to die. But it seems that other issues took over. I once or twice refused to go through exams. Mr. Felton, is there anything I can do for you? Oh, Gloria, yes. See if Dr. Reed needs anything. Oh, no. May I offer you a cup of tea or coffee? Espresso? No, thank you. As you wish. Whiskey. How about you, Mr. Felton? No, thank you. I'll keep entertaining our guest. You can go now. You're diagnosed. Im Jahr 1958. 1958. Indicatively, some friends and I contracted the disease while traveling to Egypt.
and it got worse. In addition to the disease, the first exam showed some inconsistency. Die Frau hat so ein Some bisschen hormonal deficiency. die Gesichtsform von Jodie Foster, finde ich. Was sagt ihr denn dazu? Anoxol? So ein bisschen, ne? Wasn't it recalled in the mid-60s? Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription? I believe so. According to your file, you still receive your disability pension. Even better, it seems that the beneficiary is your wife, Ariana Gallo. Exactly. She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter, Celeste, has never come back home. Disappeared. She was adopted, am I right? The investigators confirmed that she intentionally left. They never suspected a kidnapping since there was no ransom request. How about Weeman? Wasn't he a suspect? A flash in the pan, an idiot who brought confusion by sending warnings and threats. And her birth parents? Dr. Reed, young girls often decide to just go. And this is what my daughter decided to do. Jennifer. What did you say? At times, you'd call her Jennifer. No, my Mr. daughter. Felton, what has really happened to your daughter? I just told you. How about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go with this, but I won't tolerate. I don't have the strength for this now. I know you've been trying to forget her, but this picture might help you to. What is this? Where did you get this picture? Isn't she your daughter? Celeste, or has you called her? Jennifer? I asked you a question. Back of the picture says Jennifer. There is no Jennifer! You thought I was stupid, didn't you, Mr. Felton? Do you really think I'd come here without knowing what I'm Who talking are about? you, and why did you come here? Did you come to my home to threaten me with your condescending Threatening tone? you? So maybe I should ask your wife then. She's not home. Seems like she is. Mr. Felton, I just talked to the director of the Institute on the phone. They have never heard of Dr. Reed. She is not what she claims to be. Well, Miss Reed, if that is your real name, your time here has ended. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please follow me. Mr. Felton, please, tell me what you did to your daughter! Good evening. Follow me. Das Mädchen, was draußen am Plakat hing, ne? Mr. Felton. Das Mädchen, was verschwunden ist. You know the way. How do you even... How do I do what? How do you even sleep at night? You use people's lives regardless of the pain you cause. The Feltons have been through a lot. And they are good people. Gloria, a young girl disappeared. We all know the story, unfortunately. A burden that the Feltons will have to carry for the rest of their lives. Hi, Alex. Celeste just left them. If that was the case, there was a motivation behind it. And it threatened her life. Das hat ihr Leben bedroht. Okay. Ja, ich habe heute mal ein kleines Horrorspiel. Habe ich mir noch geholt.